Moin Leute, heute zeige ich mal, wie man die DXF-Datei vom Benchstock Tools in Shaper Studio importiert, sodass man die Daten dann in der Shaper Origin benutzen kann. Geht natürlich so ähnlich auch mit anderen DXF-Dateien. Ich habe hier schon mal ein neues Design angelegt. Das macht man, indem man hier oben links das Hauptmenü aufruft und dann Neues Design anklickt. Jetzt sieht man eine leere Seite. Dann auf das Import-Symbol klicken und den Stick auswählen. Da ist die DXF-Datei und ich bestätige das mit einem Klick auf Upload. Jetzt sieht man erstmal nur die komplette eingeladene Datei. Jetzt ist es sehr wichtig, hier unten auf Separat zu klicken und danach hier unten den Knopf 183 Objekte platzieren anzuklicken. Jetzt ist alles importiert worden. Es ist jetzt manchmal ein bisschen zäh, weil das halt sehr viele einzelne Objekte sind. Wie man sieht, müssen da noch einige Linien raus, die nicht benötigt werden. Wir brauchen ja nur das innere Objekt, die MFT-Platte. Zum Markieren wird die linke Maustaste gedrückt und gehalten. Dann ändert sich der Cursor nach kurzer Zeit. Und wenn ich jetzt anfange zu ziehen, kann ich mehrere Objekte markieren. Dann klicke ich hier unten auf den Papierkorb und jetzt ist schon fast alles Überflüssige weg. Dasselbe machen wir jetzt nochmal hier oben in der Ecke. Wieder drücken, einen Augenblick festhalten, einmal hier runterziehen, die Teile markieren, die wir alle nicht brauchen und löschen. Dasselbe Spielchen hier nochmal. Man sieht auch schon, dadurch, dass wir jetzt doch diverse Objekte gelöscht haben, dass das Ganze ein kleines bisschen flüssiger wird. So, und jetzt haben wir nur noch die eigentliche MFT-Platte vor uns. Wenn man jetzt auf den Rahmen klickt, sieht man rechts an der Seite, dass der nur 112,6 mm lang und 74,2 mm breit ist. Das ist vielleicht auch noch ein bisschen zu klein für die Platte. Das ist um den Faktor 10 zu klein. Dann hier anklicken, der sorgt dafür, dass das Größenverhältnis Länge zu Breite gleich bleibt. Der muss blau sein und nicht durchgestrichen. Und jetzt machen wir hier in der Breite einfach das Komma um eine Stelle nach rechts. Man sieht jetzt, dadurch, dass die beiden Werte gekoppelt waren, hat sich die Größe auf 1126 mm vergrößert und hier unten auf 742 mm. Und man sieht es auch am Bildschirm. Es ist gleich alles viel größer. Mit dem Mausrad bringe ich das jetzt wieder in eine Größe, sodass man wieder alles sehen kann. Man sieht jetzt auch, wenn ich hier ein einzelnes Loch anklicke, es ist exakt 20 mm groß. Genau so wollen wir das haben. Die Größe ist genau die, die wir brauchen. Das wäre es eigentlich schon. Aber ich finde, wir machen noch ein paar mehr Sachen. Wir werden jetzt erstmal wieder alles markieren. Und wenn das alles markiert ist, setzen wir die Position mal auf 00. Das macht das Positionieren später etwas einfacher. Was wir hier sehen, sind die 4 Löcher, durch die die Platte nachher auf dem Untergestell befestigt wird. Das sind die beiden Löcher für den Griff. Und das sind die Löcher für die Beinhalter, wenn man den Tisch zusammenklappt. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Das liegt daran, dass die aus 2 Löchern bestehen. Man sieht hier einmal 12 mm. Und ich zoome mal ein wenig ran. Hier ist noch ein kleineres Loch mit 8 mm. Das 8 mm Loch muss durchgebohrt werden. Das 12 mm Loch würde ich so auf die Hälfte aufbohren, also so mindestens 5 bis 6 mm tief, damit die Schraubenköpfe auf jeden Fall versenkt sind. Im Prinzip könnte man jetzt das Ganze schon in der Origin laden. Und es würde auch funktionieren. Aber man müsste dann überall noch die Tiefe einstellen, welchen Fräser man nehmen will und. Um das jetzt schon festzulegen, gehe ich auf Planen. Hier sieht man jetzt, in welcher Richtung die Origin das Ganze fräsen würde. Auch hier wieder einfach alles markieren. Dass jetzt auch die anderen Objekte wie der Rahmen und die Befestigungslöcher mitmarkiert werden, ist erstmal egal. Die Tiefe stelle ich jetzt bei mir auf 18,5 mm ein. Meine Platte ist 18 mm dick. Ich könnte natürlich auch 18,2 nehmen. Der Versatz bleibt bei 0. Und als Fräser kann man den Fräser einstellen, den man nehmen will. Bei mir ist es ein 8 mm Fräser, den ich dazu benutze, die Befestigungslöcher zu bohren. Jetzt haben wir ein paar markiert,
die wir eigentlich nicht markiert haben wollen, also sprich der Rahmen, also die Außenkante. Wenn man die auch mit der Origin fräsen will, muss das natürlich auf Außen geändert werden, damit die Platte die richtige Größe hat. Das machen wir jetzt mal. Wir klicken nur den Rahmen an und jetzt sage ich hier Außen. Wenn man eine Platte schon in der fertigen Größe hat, kann man natürlich auch sagen, interessiert mich nicht. Das soll für mich nur eine Hilfslinie sein, damit das Positionieren dann besser geht. Das nächste, was ich für meinen Tisch gemacht habe, ist, die Werte für die Befestigungslöcher anzugeben. Habe hier auch wieder Tiefe 18,5 mm innen, keinen Versatz, 8 mm Fräse eingegeben. Das ist also schon mal korrekt für das innere Loch. Jetzt will ich da natürlich nicht 18,5 mm tief haben, sondern sagen wir mal 8 mm. Jetzt habe ich den Innenkreis mit 18,5 mm und den Außenkreis mit 8 mm Tiefe. Das mache ich jetzt auch für alle anderen Befestigungslöcher. Und damit haben wir es eigentlich schon. Die Platte ist fertig und wird hier automatisch in den eigenen Dateien gespeichert. Ich kann dem jetzt natürlich noch einen vernünftigen Namen geben. So zum Beispiel. Jetzt ist es auch in dem eigenen Account unter Bandstock Tools abgespeichert. Jetzt kann ich es in die Origin laden und fröhlich losfräsen. Zum Fräsen noch ein paar Anmerkungen. Ich habe auf meiner Webseite, ich verlinke das mal unten, diverse Tests mit verschiedenen Fräsern gemacht. Teilweise auch mit 2 Fräsern, um die 20 mm Löcher zu fräsen. Ich habe zum Beispiel mit einem 8 mm Dübelfräser die Schraubenlöcher durchgebohrt und dann mit einem 10 mm Nutfräser die 12 mm Versenkungen für die Schraubenköpfe auf 5 mm Tiefe gefräst. Ich habe mit einem 10 mm Dübelfräser am Anfang einmal alle 20 mm Löcher durchgefräst, durchgebohrt sozusagen. Dazu habe ich als Fräsergröße 20 mm in der Origin eingestellt. Dadurch wird jedes Loch genau in der Mitte durchgebohrt. Und dann habe ich mit einem Nutfräser mit 10 mm oder 13 mm die Löcher auf die endgültige Größe ausgefräst. Zum Fräsen der Löcher ist der Helix-Modus ideal. Mit einem 10 mm Nutfräser geht das aber nicht sehr gut. Mit einem größeren muss man die Origin nicht so exakt über der Mitte der Löcher positionieren. Das war's dann und tschüss erstmal.